Mental Health ist heute das Thema. Und zwar haben wir alle schon gehört, dass jemand Depression hatte oder hat, dass jemand psychische Störungen hat, sei es eine bipolare Erkrankung, sei es Schizophrenie oder. Das bedeutet, hier ist die mentale Gesundheit oder so schön wie man sagt, Mental Health in Gefahr oder fragil. Man sagt auch, die Leute haben einen Knacks. Die Leute haben einen Knacks. Wieso? Sie entsprechen nicht der Norm und so steckt man sie in irgendwelche Einrichtungen und so werden sie wieder gesund? Nein. Meiner Meinung nach nein. Hier würde ich lieber anders ansetzen und schauen. Ich weiß ja nicht, wer von euch was schon mal von Schwermetallen gehört hat, aber Schwermetalle potenzieren sich gegenseitig. Das bedeutet, wenn du hier 2 Milligramm Quecksilber aufgenommen hast und hier 2 Milligramm Arsen aufgenommen hast, ist es nicht 20, 30% mehr, dann ist es auf einmal 300% mehr. Das glaube ich zumindestens. Das ist meine Meinung. Ich habe mich da ein bisschen schlauer gemacht, bin in dem Thema auch schon länger drin und muss sagen, überlegt mal, wie vielen Giften wir ausgesetzt sind. Es gibt viel zum Ausleiten. Ich nenne gleich die Lösung, ja, also bleibt dran. Ich nenne hier am Ende die Lösung, denke ich mal. Guck mal, wir haben Arsen in Reis. Wir haben Blei aus den Rohren von Autos. Wir haben Cadmium in den Zigaretten, die gefühlt jeder Zweite oder mehr als jeder Zweite konsumiert. Das bedeutet, wir haben schon 3 Sachen, also 3 Schwermetalle. Dann gibt's hier noch ein Leichtmetall. Jeder von euch wickelt da seine aus der Fabrik kommenden Brote ein. Heißt das irgendwas mit A? Genau, Aluminium. Aluminium ist ein Leichtmetall, was auch sehr, sehr toxisch ist für das Gehirn, also sehr stark in Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen steht. Das ist wirklich eine Katastrophe für das Gehirn. Das heißt, wir haben schon 4. Als 5. kommt dann der ultimative Endgegner-Boss hinzu. Das nennt sich Quecksilber. Quecksilber ist ein Schwermetall, was zum Beispiel in Amalgamfüllungen viel vorhanden ist. Um genau zu sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 50% waren. Und zwar Quecksilber, wenn es sich im Zahn befindet, löst es sich durch kleine Staubschichten, durch Kälte, Wärme, durch Rauchen, durch warme Speisen und so weiter und so fort über die Monate und Jahre ab. Es lagert sich in deinem Körper ein und führt zu Krankheiten aller Art. Das ist heutzutage schon über Studien, über Menschen, die es selbst erfahren haben. Hier sitzt einer vor dir. Hi. Wir haben so viele Gifte, aber wo sollen wir überhaupt ansetzen, um diese Gifte zu entfernen? Gift hier, Gift da. Was sollen wir überhaupt noch machen? Genau. Wir müssen diese Gifte entfernen, beziehungsweise diese Störfaktoren, die überhaupt diese Gifte in unseren Körper bringen, entfernen. Amalgam kann man ersetzen. Du kannst dir einen Luftfilter holen. Es gibt ja heutzutage auch schon Luftfilter. Du kannst dir aber auch einen Wasserfilter holen. Denn Quecksilber kann auch durch das Wasser kommen, durch Rohre. Und wie gesagt, Aluminium. Du verpackst dein Brot in Aluminium. Du kannst auch einfach eine Edelstahlbox nehmen und fertig. Das Problem wäre schon mal gelöst. Es gibt auch noch Aluminiumverpackungen, wo du dein Essen holst. Das musst du dann auch noch irgendwie lösen. Das wäre so das Gröbste, was ich kurz und knapp hier aus meinem Kopf kurz ausgeschüttelt habe, ja. Und kommen wir zu den Lösungen, die solche Metalle ausleiten. Die Wow. helfen, dieses Metall, dieses Schwermetalle und Leichtmetalle aus deinem Körper zu bringen. Quecksilber ist übrigens vor den radioaktiven Stoffen das Schlimmste, was es gibt. Das heißt, entweder du gehst nach Tschernobyl in ein Atomkraftwerk und danach, also das wäre das Schlimmste, und davor, auf Platz 2 sozusagen, kommt ein Quecksilber, ein Schwermetall, was irgendwie überall ist, was wir sogar in den Zähnen einfach haben. Okay, ich kann's eigentlich irgendwie nicht realisieren, aber es ist wirklich so. Und hier haben wir zum Beispiel die Chlorella-Alge, die sehr stark ausleitet, zusammen mit der Spirulina-Alge. Beides sehr, sehr starke Pflanzen, beziehungsweise Algen ja, die hier ein großes Potenzial haben, das zu eliminieren, diese Schwermetalle rauszumachen. Aber am besten in Kombination mit Bindern. Das heißt, Chlorella und Spirulina holen diese Stoffe raus. Sie holen sie zwar aus der Zelle raus, aber aus dem Darm, da muss ja auch wieder resorbiert werden und ausgeschieden werden.
Bedeutet, da kommt dann Bentonit oder Zeolit ins Spiel, was dann das bindet und rausmacht. Denn wenn ihr zum Beispiel kein Zeolit oder Bentonit benutzt, dann wird das ganz einfach resorbiert. Das bedeutet, ihr nehmt die Gifte einfach wieder auf. Es hat einfach keinen Sinn, denn ihr wollt ja die Gifte raushaben und im besten Fall schafft ihr das auch. Und ihr werdet merken, euer EQ geht höher, ihr werdet schlauer. Das ist zumindest meine Meinung, ja? Das habe ich selbst erlebt, denn ich war früher nicht der Hellste, wenn ich ehrlich bin. Denn ich merke es, mein Umfeld merkt es und ich werde vielleicht auch in einer Podcast-Folge darüber ausführlicher sprechen. Alles zu seiner Zeit. Ich hoffe, bis hierhin konnte ich dir helfen mit diesen kurzen Tipps und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.